Das sind Mathilda und James, Lieblinge ihrer Frauchen Sarah und Julia. Und echte Trendsetter. Die Mathilda besitzt tatsächlich mehr als ich, muss ich gestehen. Was daran liegt, die Mathilda hat eine Darmerkrankung und friert relativ viel, hat auch zeitweise überhaupt keine Haare am Bauch und braucht deswegen zumindest den Winter und den Herbst über sehr viele Klamotten. Dazu habe ich den kleinen Tick, dass sie immer eine passende Leine braucht zu meinen Klamotten. Ich finde, manche Sachen sehen einfach schon toll aus und wenn sie ihm gut stehen und gut passen und farblich irgendwie auch noch gut abgestimmt sind, macht das natürlich noch mal mehr Spaß. Julia und Sarah kennen noch andere Hundebesitzer, die viel Wert auf ein gutes Outfit legen. Ich glaube, dass es mittlerweile Mode ist, den Hund modisch zu kleiden, so wie man sich modisch kleidet. Und deswegen dementsprechend definitiv auch ein Hype, ja. Für den kein Geld der Welt zu schade ist. Hier in der Hundeboutique Wow Wow Westend in Frankfurt erfüllt die gebürtige Französin Sarah Deppner jeden Wunsch. Zum Beispiel Hundeleinen, die das Herz höher schlagen lassen. Es gab lange Zeit also eigentlich viele klassische Farben für die Hunde, wie schwarz, braun und grau, grün. Und heutzutage, man versucht trotzdem ein bisschen wie die Mode zu folgen und man arbeitet auch mit vielen bunten Farben, zum Beispiel im Sommer, gelb, grün, rosa, also gelb ist dieser Sommer natürlich die Farbe. Und da suchen die Leute tatsächlich immer mehr und immer mehr. Vom Hundeshampoo bis zum Pflegeöl, dem Vierbeiner soll es, neben der Wellness auch kulinarisch, an nichts fehlen. Vom Spielspaß ganz zu schweigen. Ist das nun ein harmloser Hype oder schon übertriebene Fürsorge? Das wollen wir von der Psychologin Miriam Hoff wissen. Tiere werden vermenschlicht, wenn ich das Tier nicht mehr artgerecht behandle. Also ein Hund sollte auch als Hund gehalten werden und dem Hund sollte nichts angezogen werden, ne? Zum Beispiel kein Pulli, keine Sonnenbrille, was weiß ich, oder ständig abzuduschen oder einzuparfümieren. Das wäre gegen seine Natur. Noch dazu entstünde dadurch eine ungesunde Beziehung zwischen Tier und Mensch, sagt Miriam Hoff. Ich nehme an, dass Menschen das machen, weil sie tatsächlich denken, der Hund kann in gewisser Weise ein Partnerersatz sein, ein Freundesersatz und dann missverständlich denken, sie müssten Dinge projizieren, Emotionen projizieren, Verhalten projizieren, was eben menschgerecht ist und nicht hundgerecht. Und sie wissen dann nicht, dass in dem Moment die Grenze überschreiten, dem Hund auch nicht gut tun. Ein Hund ist in der Rangordnung unter den Menschen. Wenn ich das dem Hund missverständlicherweise anders kommuniziere, kann sein, dass ein Hund aggressiv wird, dass ein Hund respektlos wird, nicht mehr hört. Also Grenzen setzen, den Hund nicht zu sehr verhätscheln, das ist gar nicht so einfach. Julia und Sarah würden alles für ihre Lieblinge tun. Mathilda ist vollwertiges Familienmitglied, ist quasi meine beste Freundin, Partner in Crime. Irgendwie alles für mich und von daher, ja, Lebensmittelpunkt. Trotzdem hat diese Hundeliebe auch für Sarah durchaus Grenzen. Wenn der Hund nur noch als Hüppchen nebenher laufen muss, mit dem Strasshalsbändchen und der Leine, nur in der Handtasche rumgetragen wird und einfach nicht mehr selbstständig laufen darf, das sind, glaube ich, die Punkte, wo es bei mir dann aufhört. Sicher ist, Haustiere steigern die Lebensqualität, aber sie sollten nicht Menschenersatz sein und nach ihren Instinkten leben dürfen.